Guten Morgen an alle. Ich bin Peter und ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier seid, um mit mir gemeinsam Deutsch zu lernen. Bevor wir beginnen, möchte ich euch kurz sagen, wenn euch diese Geschichten gefallen und euch beim Lernen helfen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn euch diese Geschichte gefällt, dann gebt ihr gerne ein Like. Das hilft mir wirklich, weiterhin solche Geschichten für euch zu schreiben. Heute möchte ich euch von einem Morgen erzählen, der für mich ganz gewöhnlich begann, aber am Ende alles andere als gewöhnlich war. Es geht um einen Tag in Berlin, an dem ich meine Tasche packen musste, bevor ein langer und anstrengender Tag vor mir lag. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch, dieser Moment am frühen Morgen, wenn man weiß, dass viel zu tun ist, aber der Kopf noch nicht ganz wach ist. Es war ein Dienstag im Herbst. Draußen war es noch dunkel und der Himmel hatte diese graue Farbe, die typisch für Berlin im Oktober ist. Ich stand in meiner kleinen Küche, trank meinen ersten Kaffee und dachte an alles, was ich an diesem Tag noch erledigen musste. Ein wichtiges Treffen am Vormittag, ein Termin beim Arzt am Mittag und am Abend wollte ich noch meine Freundin Lena besuchen, die seit kurzem in Kreuzberg wohnt. Der Kaffee duftete stark und ich hörte draußen die ersten Vögel, obwohl es noch so früh war. In solchen Momenten mag ich Berlin besonders, wenn die Stadt noch ruhig ist und man kurz das Gefühl hat, die ganze Straße gehört einem allein. Aber ich wusste, dass diese Ruhe nicht lange dauern würde. Denn mein Terminkalender für diesen Tag war wirklich voll. Ich stellte meine Tasche auf den Tisch und begann sie zu packen. Zuerst legte ich meinen Laptop hinein, denn ich brauchte ihn für die Präsentation am Vormittag. Dann suchte ich nach meinem Ladekabel, aber ich konnte es nirgendwo finden. Ich öffnete jede Schublade in der Küche, schaute unter dem Sofa im Wohnzimmer und durchsuchte sogar meine Jackentaschen. Nach 5 Minuten fand ich es endlich, versteckt unter einem Stapel Zeitungen neben meinem Bett. Dieser kleine Moment hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, am Abend vorher schon ein bisschen vorzubereiten. Aber an diesem Morgen hatte ich leider keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Die Uhr lief und ich musste mich beeilen. Ich erinnere mich, wie ich noch schnell einen Blick auf die Uhr an der Wand warf und dachte, dass ich mich wirklich sputen musste, wenn ich meinen Zug noch erreichen wollte. Ich hatte extra einen kleinen Ordner vorbereitet, mit meiner Versicherungskarte und den wichtigen Unterlagen. Ich erinnerte mich noch gut an meinen ersten Arztbesuch in Deutschland, als ich neu in Berlin war und überhaupt nicht wusste, wie das System hier funktioniert. Damals wusste ich nicht einmal, wie man einen Termin richtig vereinbart. Und ich war so nervös, dass ich fast die falsche Praxis betreten hätte. Ich stand damals vor der Tür und überlegte zweimal, ob ich wirklich am richtigen Ort war. Heute, nach so vielen Jahren, fühlt sich das alles viel einfacher an. Und ich kann fast darüber lachen, wie unsicher ich damals war. Dann warf ich noch eine Wasserflasche in die Tasche, einen Apfel für den kleinen Hunger zwischendurch und mein Notizbuch, in dem ich immer neue deutsche Wörter aufschreibe, die ich im Alltag höre. Das mache ich schon seit Jahren und ich kann es jedem empfehlen, der eine neue Sprache lernt. Wenn man ein Wort aufschreibt, das man gerade gehört hat, bleibt es viel besser im Kopf. Viel besser, als wenn man es nur einmal liest und dann wieder vergisst. Und genau bei diesem Gedanken, während ich mein kleines Notizbuch in die Tasche legte, möchte ich euch kurz von etwas erzählen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe nämlich meine eigene App entwickelt, sie heißt Camilo Fox und sie hilft genau bei solchen Alltagsmomenten. Wenn ich zum Beispiel ein neues Wort höre, so wie das Wort für Versicherungskarte oder Ladekabel, dann kann ich es später in der App nachschlagen, mit einem Bild dazu, damit ich es mir noch besser merken kann. Die App hat auch praktische Übungen zu ganz normalen Alltagswörtern, also genau zu den Dingen, die man morgens beim Packen der Tasche oder auf dem Weg zur Arbeit braucht. Wenn du nach dieser Geschichte weiter üben möchtest, findest du die Links für iOS und Android in der Beschreibung. So, aber jetzt zurück zu meinem Morgen. Ich schloss meine Tasche, zog meine Jacke an und ging zur Tür. Draußen war es kälter, als ich erwartet hatte. Der Wind blies stark und ich spürte sofort, dass der Herbst in Berlin endgültig angekommen war. Ich zog meinen Schal enger um den Hals und lief schnell zur U-Bahn-Station, die nur wenige Minuten von meiner Wohnung entfernt liegt. Als ich die Treppe zur U-Bahn hinunterlief, hörte ich schon den Zug, der in die Station einfuhr. Ich rannte die letzten Stufen, aber die Türen schlossen sich genau vor meiner Nase. Ich stand da, ein bisschen außer Atem,
und musste lachen über meine eigene Situation. Manchmal läuft im Leben einfach nicht alles nach Plan, oder? Ich wartete also auf den nächsten Zug. Auf dem Bahnsteig stand eine ältere Frau mit einem großen Koffer. Sie sah ein bisschen verloren aus, und ich fragte sie höflich, ob ich ihr helfen könnte. Sie erklärte mir, dass sie aus München kam und ihre Tochter in Berlin besuchen wollte, aber sich mit den U-Bahn-Linien überhaupt nicht auskannte. Ich erklärte ihr freundlich, welche Linie sie nehmen musste und an welcher Station sie umsteigen sollte. Sie bedankte sich herzlich und ich fühlte mich gut, weil ich jemandem in einer fremden Stadt helfen konnte. Als der nächste Zug ankam, stiegen wir beide ein und wir sprachen noch ein wenig über Berlin, über das Wetter und über ihre Tochter, die schon seit 5 Jahren hier lebt. Sie erzählte mir, dass sie selbst aus einem kleinen Dorf in Bayern kommt und dass ihr die große Stadt am Anfang immer ein wenig Angst gemacht hat. Ich erzählte ihr, dass ich das gut verstehen kann, denn auch ich habe mich am Anfang in Berlin manchmal verloren gefühlt, besonders bei so vielen U-Bahn-Linien und Buslinien. Es war ein kleines, aber schönes Gespräch. Genau die Art von Moment, die man im Alltag manchmal vergisst zu schätzen. Ich stieg an meiner Station aus und lief die letzten Minuten zu meinem Büro. Das Treffen begann pünktlich und ich war froh, dass ich meinen Laptop und alle Unterlagen dabei hatte. Meine Kollegin Sabine begrüßte mich mit einem Kaffee in der Hand und fragte, ob ich bereit für die Präsentation sei. Ich nickte, obwohl ich innerlich noch ein bisschen nervös war. Die Präsentation lief am Ende aber richtig gut. Meine Kollegen waren zufrieden. Es gab sogar ein paar positive Fragen am Schluss. Und ich konnte mich entspannen, denn der schwierigste Teil des Tages war geschafft. Nach dem Treffen hatte ich noch eine Stunde Zeit, bevor mein Arzttermin begann. Ich setzte mich in ein kleines Café in der Nähe, bestellte einen Kaffee und ein Stück Apfelkuchen und schrieb ein paar neue Wörter in mein Notizbuch, die ich während des Treffens gehört hatte. Ich erinnere mich, dass ich mir das Wort für Quartalsbericht aufgeschrieben habe, weil ich es vorher noch nie richtig verwendet hatte. Manchmal sind es genau diese kleinen Gewohnheiten, die uns beim Sprachenlernen am meisten weiterhelfen. Der Arzttermin verlief ohne Probleme. Die Ärztin war freundlich, alles war schnell erledigt und ich verließ die Praxis mit einem guten Gefühl. Draußen hatte es angefangen zu regnen, aber ich hatte glücklicherweise meinen Schirm dabei. Denn ich hatte ihn am Morgen doch noch in die Tasche gesteckt, trotz der Eile. Ich stand kurz unter dem Dach vor der Praxis, öffnete meinen Schirm und lief langsam zurück zur U-Bahn, während der Regen sanft auf die Straße fiel. Der restliche Nachmittag verging schnell. Ich erledigte noch ein paar Aufgaben im Büro, beantwortete E-Mails, telefonierte kurz mit einem Kunden und plante den nächsten Tag. Gegen 6 Uhr abends machte ich mich auf den Weg zu Lena in Kreuzberg. Der Regen hatte inzwischen aufgehört und die Straßen glänzten noch ein bisschen vom Wasser, als ich durch die Stadt lief. Die Lichter der Cafés und kleinen Läden spiegelten sich auf dem nassen Boden und ich fand diesen Anblick tatsächlich sehr schön. Bei Lena angekommen, kochten wir zusammen Abendessen. Etwas Einfaches mit Gemüse und Nudeln. Und wir sprachen über unsere Tage. Ich erzählte ihr von der Frau in der U-Bahn, von meinem hektischen Morgen, von der Präsentation und wir lachten viel darüber, wie das Leben manchmal einfach chaotisch ist, egal wie sehr man sich vorbereitet. Lena erzählte mir von ihrem eigenen Tag, von einem lustigen Missverständnis mit ihrem Chef und wir verbrachten einen schönen, entspannten Abend zusammen. Es war ein schöner Abschluss für einen langen Tag. Auf dem Heimweg, spät am Abend, dachte ich noch einmal über den ganzen Tag nach. Über das verlorene Ladekabel am Morgen, über die verpasste U-Bahn, über die freundliche Frau, die ich getroffen hatte, über die gelungene Präsentation und über das gute Gespräch mit Lena. Es war kein perfekter Tag, aber es war ein Tag voller kleiner Momente, die ihn besonders gemacht haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die ich mit euch teilen möchte. Man kann sich noch so gut vorbereiten, die Tasche packen, den Zeitplan im Kopf haben, und trotzdem passiert immer etwas Unerwartetes. Aber genau diese unerwarteten Momente machen den Alltag oft interessanter und manchmal sogar schöner, als wir es geplant hätten. Vielleicht ist es sogar besser, sich nicht zu sehr zu ärgern, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Denn oft entsteht daraus etwas Gutes, so wie das Gespräch mit der Frau aus München. Jetzt bin ich neugierig auf euch.
Wie sieht euer typischer Morgen aus, bevor ein wichtiger Tag beginnt? Packt ihr eure Tasche am Abend vorher oder wie ich in letzter Minute? Und hattet ihr schon einmal einen Moment, in dem ihr jemandem in der Bahn oder auf der Straße geholfen habt und daraus ist ein schönes Gespräch entstanden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen Kommentar mit großer Freude und ich antworte, so oft ich kann. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich riesig freuen, euch als neues Mitglied dieser kleinen Community willkommen zu heißen. Jede Woche gibt es eine neue Geschichte, mit der ihr euer Deutsch ganz natürlich verbessern könnt. Einfach durch Zuhören. Ohne komplizierte Grammatikregeln. Einfach durch echte Alltagsmomente wie diesen. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich hoffe, diese kleine Geschichte aus meinem Alltag in Berlin hat euch gefallen und dass ihr ein paar neue Wörter mitnehmen konntet, die ihr jetzt in eurem eigenen Alltag benutzen könnt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.